Hi ihr Lieben, heute gibt es eine ausführliche Review zum KF-Konzept Kamerarucksack. Alle von euch, die mein Video über die 10 besten Geschenke für Fotografen gesehen haben, wissen, dass ein spezieller Kamerarucksack ganz oben auf meiner Wunschliste stand. Und KF-Konzept waren so nett, die haben mir den Kamerarucksack zur Verfügung gestellt. Ich habe kein Geld bekommen, um irgendeine Meinung zu vertreten, mir wurde nur der Rucksack zur Verfügung gestellt. Also ihr bekommt natürlich, wie immer, zu 100% meine ehrliche Meinung. Ich wollte wissen, wie praktisch ist er wirklich? Hält er meine Kamera auch wirklich sicher? Und was passiert, wenn ich in den Regen komme? Damit ihr auch wirklich ein gutes Fazit bekommt, habe ich den Rucksack bei einem Outdoor-Shooting auf die Probe gestellt, inklusive Härtetest. Seid gespannt und nun, los geht's! Optisch hat mich dieser Rucksack sofort überzeugt. Schlicht, schwarz, kein übertriebenes Logo, einfach nur minimalistisch und stilvoll. Genauso wie ich es mag. Ich wollte gern meinen alten Kamerarucksack ersetzen, weil ich den nicht so schön fand. Den hat mir meine liebe Kollegin von ihrem Mann geschenkt. Der hat ihn sehr viel benutzt und der ist auch qualitativ sehr hochwertig, aber vom Stil nicht meins. Als dieser Rucksack kam, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war sofort hin und weg. Die Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Die Nähte wunderbar gearbeitet. Die Reißverschlüsse gehen wirklich problemlos und flüssig. Und die Hartschale, die ist ein Traum, aber dazu gibt es später mehr. Jetzt wird spannend. Schauen wir uns mal an, wie viel in diesen Kamerarucksack passt und wie flexibel man das Innenleben gestalten kann. Das große Hauptfach ist komplett individuell anpassbar. Mit den gepolsterten Trennelementen kann ich mir die Fächer genauso einteilen, wie ich sie brauche. Ob Kamera mit mehreren Objektiven oder ein kompaktes Setup. Alles findet hier seinen Platz. Was mir besonders gut gefällt, das Innenmaterial ist schön weich und gut gepolstert, sodass meine Ausrüstung rundum geschützt ist. Zusätzlich gibt es im Innenraum 2 große separate Fächer für Zubehör wie Speicherkarten oder Akkus. Hinten gibt es noch ein Laptopfach und das ist nicht nur ein einfaches Fach, sondern liegt direkt am Rücken an, sodass euer Laptop wirklich sicher verstaut ist. Dazu kommt noch ein kleines Geheimfach am Rücken, perfekt für Wertsachen wie Geld oder Schlüssel. An den Seiten habt ihr genug Platz, um ein Stativ zu transportieren, das ihr mit einem Gurt befestigen könnt. Zusätzlich gibt es an den Schultergurten vorne kleine Ösen, sodass ihr Zubehör direkt griffbereit befestigen könnt. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Wie gut schützt der Rucksack mein Equipment wirklich? Und bevor wir damit anfangen, stelle ich mich kurz vor. Hi, ich bin die Tanja, ich bin Porträt- und Produktfotografin aus Düsseldorf. Natürlich wollte ich wissen, wie schlägt sich dieser Rucksack in der Praxis. Deshalb habe ich ihn mitgenommen zu einem Outdoor-Shooting. Da merkt man doch relativ schnell, ob der Rucksack bequem ist oder nicht. Dank der wirklich gut gepolsterten Schultern ist dieser Rucksack sehr angenehm zu tragen. Selbst nach einer längeren Tragezeit. Nichts hat gedrückt oder gescheuert. Die Schultergurte sind selbstverständlich auch längenverstellbar. Und der hintere Bereich am Rücken ist noch zusätzlich gepolstert, so dass er wirklich bequem ist und auch selbst bei längeren Fototouren angenehm getragen werden kann. Praxistest 2, Robustheit und Reinigung, was mich wirklich positiv überrascht hat. Ich bin mit diesem Rucksack querfeld eingelaufen durch Gestrüpp, Äste sind dran entlang gestreift, ich habe mich auf den Boden geworfen, er ist im Staub gelandet, also ich habe ihn wirklich nicht geschont. Aber das Material hat sich als sehr robust entschieden. Selbst auf der Hartschale sind keine Kratzer übrig geblieben. Er sieht genauso aus wie neu. Und die Reinigung war wirklich super leicht. Ich habe sie ganz einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt und er sah wieder top aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, damit hatte ich nicht gerechnet. Praxistest 3, die Wasserdichtigkeit. Es wird ein extra Regenschutz mitgeliefert, den man problemlos drüber stülpen kann. Beim Shooting selbst war strahlender Sonnenschein, also jetzt nicht gerade die idealen Bedingungen, um die Dichtigkeit zu testen, aber ich habe mir was für euch überlegt.
Ich habe den Rucksack mit Papiertüchern gefüllt und habe dann den Wasserschutz drüber gezogen, auf meinen Balkon gestellt und zunächst mit einer Wassersprühflasche gesprüht. Und dann habe ich mir gedacht, warum kleckern, wenn wir klotzen können? Schließlich mache ich einen Härtetest und habe einfach die Wasserflasche so schubweise wirklich darüber ausgeleert. Und ja, wie ihr sehen könnt, es ist alles trocken geblieben. Ein Feature, was mir besonders wichtig war, ist die Schutzfunktion. Die Hartschale vorne soll empfindliche Ausrüstung schützen. Aber wie gut funktioniert das wirklich? Um das zu testen, habe ich meinen Rucksack mit Glasbehältern gefüllt, wie ihr hier sehen könnt, und absichtlich fallen lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir wirklich sehr schwer gefallen. Natürlich macht man das im Alltag nicht freiwillig, aber es kann ja mal passieren. Ich habe es auch nicht nur einmal gemacht, wie ihr sehen könnt, habe ich es mehrfach gemacht. Ich habe es zuerst mit einem Handtuch drunter gemacht und weil ich dachte, ich will die Hartschale nicht zerkratzen, weil ich wirklich Steine habe auf meinem Beton. Und dann habe ich gesagt, komm, was soll's? Habe das Handtuch weggenommen und habe es auch da wieder fallen lassen. Und das Ergebnis? Alles bleibt heil. Die Polsterung im Inneren hat den Stoß super abgefedert und auch der Rucksack selbst hat den Sturz problemlos überstanden. Es gibt noch einen kleinen Bonus und zwar ein Vorgeschmack auf das Shooting. Natürlich sind bei diesem Outdoor-Shooting auch Bilder entstanden. Hier gebe ich euch einen kleinen Vorgeschmack, ein paar Out-of-Cam-Bilder direkt unbearbeitet aus der Kamera. Das Video zu dem Shooting kommt natürlich separat, wo wir alles im Detail nochmal durchgehen. Fazit: Lohnt sich der KF-Konzept Kamerarucksack wirklich? Nach meinem Test kann ich sagen, ich bin begeistert. Dieser Kamerarucksack ist nicht nur schön, sondern auch hochwertig und er ist praktisch und extrem gut durchdacht. Und jetzt kommen nochmal die Pros im Überblick. Individuell anpassbares Innenleben, robuste Verarbeitung und gepolsterte Gurte, Geheimfach am Rücken und zusätzliches Laptopfach, wasserdicht mit dem zusätzlichen Regenschutz, die Hartschale vorne schützt das Equipment und er ist leicht zu reinigen und extrem widerstandsfähig. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem schlichten, aber funktionellen Kamerarucksack, kann ich euch diesen hier nur empfehlen. Ich verlinke ihn euch in der Infobox mit der Webseite vom KF-Konzept. Schaut auch unbedingt dort nochmal vorbei und nutzt den Rabattcode. Hier ist er irgendwo nochmal eingeblendet. Und ich sage schon mal Tschüss und bis nächste Woche. Ciao!